Hallo Freunde, wir hören oft das Sprichwort, dass ein Soldat allein im Felde nichts bewirken kann, besonders wenn man Wert auf kollektives Handeln legen muss und sich darüber im Klaren ist, dass ein Mensch allein kaum etwas verändern kann. Aber gleichzeitig gibt es ein anderes Sprichwort, das besagt, dass sogar ein Soldat allein auf dem Feld kämpfen kann, was bedeutet, dass selbst eine Person in der Lage ist, viel zu tun, das Leben verändern kann, Dutzende und Hunderte von Menschen, um Menschen zum Abweichen zu zwingen aus den etablierten Spurrillen und sogar zum Versetzen von Bergen. Heute werden wir über einen Mann sprechen, der es geschafft hat zu beweisen, dass für einen Menschen, der sich auf das Erreichen seines Ziels konzentriert, nichts unmöglich ist. Seine Geschichte wurde vor vielen Jahren geschrieben, genauer gesagt im Jahr 19159, als ein junger 23-jähriger Junge namens Huang Dafa nach Abschluss seines Studiums in seine Heimatstadt Gawazba nach Hause zurückkehrte. Es liegt im nördlichen Teil der chinesischen Provinz Guangzhou, nachdem er mehrere Jahre, sagen wir mal, in der Zivilisation verbracht hat, die er in seinem Heimatdorf nicht vorfand. Die Mitbewohner lebten nicht nur in Armut und Hunger, sondern auch in extremer Armut. Das Einzige, was sie vor dem Verhungern bewahrte, waren die Kartoffeln und der Mais, die sie anbauten. Aber das Schlimmste war, dass es im Dorf kein Wasser gab und der einzige verfügbare Brunnen zunehmend versiegte. Es gab eine Warteschlange am Brunnen und man musste sich strikt an den festgelegten Standard halten, der kaum ausreichte, um Essen zu kochen. Aus diesem Grund konnten sie im Dorf nicht einmal eine für die Chinesen so lebenswichtige Kulturpflanze wie Reis anbauen, weil es einfach an Wasser mangelte und darüber hinaus im Dorf. Sie mussten auf lebensnotwendige Dinge wie Strom und natürlich eine normale Straße verzichten. Das Dorf selbst war durch einen nahegelegenen Berg von der Zivilisation getrennt. Der junge Mann trug so viele Ideen und Gedanken im Kopf, wie kein anderer die Situation ändern wollte. Wie es ihm damals schien, würden Menschen, vereint durch eine gemeinsame Idee und ein gemeinsames Ziel, ein rückständiges und gottverlassenes Dorf in ein modernes und erfolgreiches Dorf verwandeln. Allerdings ahnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht, mit welchen Schwierigkeiten er zu kämpfen haben würde. Und wie viele Jahre seines Lebens wird er für die Verwirklichung seines Traums aufwenden müssen? Deshalb beschloss der junge Mann, das Leben seiner Mitbürger grundlegend zu verbessern und setzte sich mit genau diesen hehren Absichten mehrere Ziele: den Bau einer Straße, die Einführung von Elektrizität und die Bereitstellung von Trinkwasserquellen. Im selben Jahr wählten ihn die Dorfbewohner zum Bürgermeister. Erster Huang machte sich auf die Suche nach Wasser im Nachbardorf und entdeckte eine Wasserquelle, diese befand sich jedoch auf der zweiten Seite eines massiven Berges. Natürlich fehlte das Geld, um im Dorf einen Kanal zu bauen. Die Bezirksbehörden weigerten sich, für diese Zwecke Gelder aus dem Haushalt bereitzustellen. Huang klopfte an die Türen dutzender örtlicher Beamtenbüros, bis ihm klar wurde, dass sich niemand um sein Dorf oder seine Menschen kümmerte. Deshalb dachte Huang darüber nach und beschloss, selbst einen Kanal durch den Berg zu bauen. Wie der Mann später anvertraute, erzogen mich meine Eltern so, dass ich, wenn ich etwas verspreche, es bedingungslos erfüllen muss, so begann er. Im Kampf gegen den Berg besorgte er sich eine Spitzhacke und die primitivsten Werkzeuge und begann, einen Durchgang in den Felsen zu graben. Sollen wir uns diese Fotos heute ansehen? Man kann es kaum glauben, aber der 100 Meter Lauf von Huang schaffte es alleine. Gleichzeitig rettete er überhaupt nicht, außerdem wurde seine Arbeit dadurch erschwert, dass der Kanal senkrecht zum Felsen führte und die Gefahr seines Einsturzes enorm war. Die Dorfbewohner unterstützten zunächst die Idee des Mannes, aber wie so oft, als es an die Arbeit ging, musste Huang allein mit seiner Spitzhacke gegen den Felsen kämpfen. Es dauerte mehr als 5 Jahre, bis die Anwohner die Veränderung bemerkten und glaubten, dass der verrückte Plan des Bürgermeisters umgesetzt werden würde. Bald schlossen sich seine Anhänger und Gleichgesinnten den Arbeiten an, die jedes Jahr zunahmen. Als die Arbeiten ihren Höhepunkt erreichten, waren es etwa 30010 Jahre später, war der 200 m lange Kanal im Felsen zur allgemeinen Enttäuschung fertiggestellt, aber die Enthusiasten hatten nicht genug Wissen über Bewässerung und Bewässerungssysteme, auf die lange gewartet wurde. Lebenswichtiges Wasser floss nicht. Derzeit wird dieser Kanal als Tunnel genutzt, um die Fahrt durch die Berge zu verkürzen. Vielleicht hätte jemand anderes in dieser Situation aufgegeben, aber unser Held hat beschlossen, nicht einfach aufzugeben. Nachdem sein Plan gescheitert war, ging Huang in die Stadt und studierte in den nächsten Jahren die Prinzipien der Wasserversorgung. Nach einem Praktikum in einem der Wasserkraftwerke kehrte er bereits mit dem nötigen Wissen und vor allem der Erfahrung zurück.
Es gelang ihm auch, die Mitarbeiter der Bezirksämter und Institutionen zu überzeugen. Um 60.000 US-Dollar für das arme Dorf bereitzustellen, was etwa 12.000 US-Dollar entspricht, spendeten die Einheimischen selbst weitere 2.000 US-Dollar. Wiederaufnahme der Arbeiten im Zusammenhang mit der Wasserversorgung des Dorfes. Als Huang mit dem Bau seines Kanals 1 begann, war er erst 23 Jahre alt, und als die Arbeiten abgeschlossen waren, war er bereits 58 Jahre alt. Wir können also sagen, dass Huang Dafa sein ganzes Leben damit verbrachte, einen Kanal in den Felsen zu graben, weil er aus freien Stücken seine Geisel wurde, wie später der Bürgermeister. Er erzählte, dass ich in all diesen Jahrzehnten trotz aller Schwierigkeiten nicht daran gedacht habe, aufzugeben. Ich war immer davon überzeugt, dass ich das Projekt zu Ende bringen musste. Bereits 1919 wurde mit dem Bau des zweiten Kanals begonnen, und dieses Mal war Huang von seinem Erfolg überzeugt. Schon damals wurden alle Arbeiten manuell durchgeführt, allerdings bereits mit dem Einsatz leichter Geräte. Der Bau des 7200 m langen Kanals und der 2200 m langen Entwässerungsrinnen dauerte weitere 3 Jahre. Das Wassernetz erstreckt sich über 3 Berge, 10 Hügel und weitere 3 Dörfer. Trotz aller Schwierigkeiten erfüllt es seit 1995 seine Funktion. Bis dahin wurden auch die beiden anderen Ziele erreicht, Strom eingeführt und eine Straße gebaut, auch dank Huang Kos Bemühungen. Als alles erledigt war, veränderten diese Neuigkeiten das Leben von etwa 2000 Menschen in Jungs Heimatdorf und weiteren 7000 Menschen in den Nachbardörfern. Die Menschen begannen, Reis anzubauen, und jetzt wachsen bis zu 500.000 kg pro Jahr an, und sie begannen auch, Tiere zu züchten. Das Dorf verfügt nun über 60 Hektar bewässertes und fruchtbares Land. Dank einer Person veränderte sich das Leben im Dorf grundlegend, der Lebensstandard seiner Bewohner stieg, Kinder erhielten Zugang zu Bildung. Heute kommen auf 100 Familien etwa 30 Absolventen von Berufsschulen und Universitäten. Zwar hat Huang selbst seine Mitbürger glücklich gemacht, aber er hat viele verloren. Er verlor seine Tochter Ai-Oh. Andere Familienmitglieder mussten ihre ganze Zeit in den Bergen verbringen, wo er arbeitete und den Fortgang der Arbeit überwachte. Mittlerweile ist er 83 Jahre alt und geht immer noch regelmäßig in die Berge, um die Funktionsfähigkeit des nach ihm benannten Kanals zu überprüfen. Diese Geschichte ist ein Beweis dafür, dass für einen Menschen, der sich auf sein Ziel und das Ergebnis konzentriert, nichts unmöglich ist. Und sogar ein einziger Soldat kann die Schlacht gewinnen, wenn er 36 lange Jahre seines Lebens opfert, um die Berge zu erobern und sein Dorf reich an Freunden zu machen. Schreiben Sie uns unbedingt Ihre Meinung in die Kommentare. Sind Sie der Meinung, dass jeder die Geschichte verändern und das Rad der Geschichte drehen kann? Wir freuen uns auf Ihre Meinungen für heute, bitte bewerten Sie sie alle. Liken Sie das Video, wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal und bis bald.